Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir gehen heute nochmal rein in den Legendary Dungeon, denn uns fehlt noch ein Item und zwar den Anhänger hier, der fehlt uns noch. Ich bin gerade in einem Ultimate Run drin und den werden wir jetzt auch gleich vervollständigen. Generell hatte ich ja gesagt, dass wir noch öfter jetzt in den Legendary Dungeon reingehen wollen, live im Stream. Falls ihr das hier jetzt gerade um 15 Uhr seht, kann es sein, dass ich jetzt schon live bin. Wir machen einen kleinen Nachmittagsstream auf jeden Fall, bis abends dann irgendwann. Und das ist auf jeden Fall so der Plan. Wir gehen noch auf meinen Battle Mage rein, auf meinen Krieger und dann werden wir mal schauen. Ich denke mal, ich werde so bis, keine Ahnung, bis 19:30, 20 Uhr vielleicht so online bleiben, circa. Ja, danach habe ich noch ein bisschen was vor, deswegen machen wir so einen kleinen Nachmittagsstream und werden da noch in die anderen Accounts reingehen und dort überall den legendären Dungeon zocken. Deswegen, falls ihr dabei sein wollt, schaut gerne auf Twitch vorbei, Link unten in der Videobeschreibung und dann gehen wir da live rein, würde ich mal sagen. Ne? Gut, ansonsten, gehen wir jetzt sofort hier in den Ultimate Run rein. Ich weiß gar nicht, was haben wir hier gerade für Glyphen am Start? Spionageklunker, okay, den Monstern verursachten Schaden und verringert, okay, gut, alles klar. Ja, wir schauen einfach mal, was wir so, verringert die Chance, irgendwas hier, nee, okay. Ich würde mal sagen, wir fliehen mal eher, bevor wir irgendwas anderes machen. Und, okay, das hat schon mal nicht geklappt. Hauptsächlich für uns natürlich erstmal wichtig, dass wir jetzt hier einigermaßen nochmal ohne zu sterben durchkommen. Riskieren hat sich gelohnt in dem Falle. Ja, und den Dietrich ist natürlich auch ganz nice. Haben wir nochmal hier 2 Free-Etagen. Schön Gold auf jeden Fall. 2 Schlüssel haben wir auch noch, deswegen, boah, gut, das muss jetzt nicht sein. Aber dadurch, dass wir hier diese eine Rune haben, wenn wir fliehen, und beim gescheiterten Fluchtversuch also 40% weniger Schaden, ist okay. Kann man machen auf jeden Fall. Deswegen ist nicht ganz so schlimm, falls wir jetzt aufs Maul bekommen. Gut, wenn wir jetzt die ganze Zeit aufs Maul bekommen, ist natürlich schon scheiße. Ja. Wir müssen uns definitiv noch einmal wiederbeleben, das ist klar. Es sei denn, es kommt jetzt hier der Mega-Heal. Nö. Okay, gut, so viel dazu. Ja, jetzt ist Schicht im Schacht. Aber ist nicht so wild. Wir können hier nochmal einen Gegner mitnehmen. Zack. Gut, schade. Einen Schlüssel bekommen anstatt Gold. Aber den Damage können wir ja hier noch tanken. Denn wir wissen ja, wir brauchen circa ungefähr 60% Leben, um den Endboss hier zu besiegen. Und deswegen reicht das auch noch dicke aus. Und vielleicht haben wir Glück und kriegen jetzt unser Item, was uns noch fehlt. Ansonsten gucken wir mal gleich, was wir an Gesamtstatistiken schon jetzt hier mittlerweile im Leggy Dungeon haben. Und da haben wir sogar das Item, was uns noch gefehlt hat. Sehr geil. Ja, nice. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Habt ihr schon mittlerweile alle Items? So für die Leute, die natürlich reinpilzen, die Free-to-Play spielen, die werden natürlich noch nicht alle Items haben, das ist klar. Aber ich muss sagen, das fiel jetzt deutlich leichter auf jeden Fall bei dem Dungeon. Für mich persönlich ist es natürlich auch kann natürlich auch ganz anders laufen. Aber ich habe jetzt die 12 Items innerhalb von, gucken wir gleich, wie viel wir jetzt insgesamt dafür ausgegeben haben. Aber ich muss sagen, komplettes Set war jetzt nicht allzu teuer. Also ich glaube unter 100 Euro auf jeden Fall. Ne, ist natürlich trotzdem immer noch eine Menge Geld, wenn man es jetzt so sieht, so natürlich. Ne? Aber das war jetzt unter 100 Euro, was wir jetzt hier insgesamt ausgegeben haben. Für das, was wir jetzt hier bekommen haben. Oh, ich hatte vergessen, mir den Text anzuschauen. Okay, wir haben hier noch einmal das und Handschuhe. Gut. Und wir gucken uns mal gleich, warte mal, die Beschreibung an. Das haben wir nämlich noch nicht gesehen. Ja. Nutzen und Herkunft unbekannt. Du solltest auf jeden Fall dran herumspielen. Okay, das ist das Dingsbums-Gedöns. Ja, das hat uns noch gefehlt gehabt. Und dann gucken wir mal in die Gesamtstatistiken. So, in den LD. Wir sind jetzt bei 12 Runs. Ne? Also, 12 Runs.
12 Items, ne? Also im Prinzip in jedem Run haben wir ein Item gefunden. Stimmt natürlich nicht ganz so, weil ja, die ganzen Sachen hier, beziehungsweise 3 Items, die haben wir halt eben ja, umgewandelt, ne, von unseren Epic-Waffen, die wir gehabt haben. Aber ich muss sagen, das war mit so wirklich der, ich sag mal in Anführungszeichen, günstigste Dungeon für ein komplettes Set, was ich je gehabt habe. Also wirklich 12 Runs, 12 Items. Da kann man wirklich nichts sagen. Also das ist eigentlich der perfekte Legendary Dungeon Durchlauf gewesen für dieses Set hier, muss ich echt mal so sagen. Und ja, bin froh, dass ich jetzt hier so meine Items auf dem Account erstmal so komplettiert habe in der Windeseile. Jetzt, wie gesagt, fehlt natürlich noch der Battle Mage und der Krieger. Müssen wir mal schauen, wie es da aussieht, so mit Items tauschen. Ich weiß nicht ganz genau, vielleicht bei meinem Krieger. Ich habe keine Ahnung, wie alt jetzt meine Waffe als Beispiel ist. Da schauen wir nachher mal rein. Aber wie gesagt, das machen wir dann nachher live im Stream. Und genau, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Da gucken wir gleich mal rein. Aber ich bin erstmal, wie gesagt, heilfroh, dass wir jetzt hier soweit alles erstmal geschafft haben. Jetzt gibt es für mich auch keinen Anlass mehr, in den Ultimate Dungeon reinzugehen. Jetzt mache ich auf meinem Main hier persönlich eigentlich nur noch Runs Free-to-Play. Also nur noch Free-to-Play-Runs, dass ich hier quasi auch meine Zeit nutze, beziehungsweise mein Leben, was sich regeneriert, nutze, um halt eben ja noch ein bisschen Loot mitzunehmen. Vielleicht kriegen wir von den hier und da noch ein bisschen Gold, ein paar Gegenstände etc. pp. Aber für mich lohnt es sich jetzt hier nicht mehr, großartig jetzt noch einen Ultimate Run hier zu beginnen, weil es nachher auch so langsam losgeht, dass sich die Räume eventuell auch nicht mehr so extrem lohnen, wie es halt eben jetzt am Anfang der Fall gewesen ist. So, ne? Wir kriegen jetzt hier auf jeden Fall gerade sehr viele Schlüssel, muss ich sagen. Wenig Gold. Ja. Und wenn wir jetzt halt Gold bekommen, dann ist es halt eben jetzt auch, ja, nur einmal, nicht dreimal. Aber ihr seht schon, hier und da tauchen ein paar Kisten auf, die verpuffen oder Leichen, wie eben gerade, wo jetzt kein Gold rauskommt. Und das muss man natürlich gucken. Das lohnt sich nachher dann nicht mehr so krass auf jeden Fall. Ne? Deswegen, ja, gucken wir, wie weit wir einfach kommen, so Free-to-Play. Ne? Haben jetzt erstmal 12 Schlüssel gefarmt hier. Das nächste Mal gehe ich dann hier auf dem Account wieder rein, wenn sich mein Leben aufgeladen hat. Und dann machen wir das hier ganz chillig auf dem Account zu Ende. Wie gesagt, für mich war mein Ziel gewesen, die 12 Items zu bekommen. Das haben wir geschafft. Und ja, wir haben natürlich auch unsere Magierwaffe bekommen so, ne? Die ja auch wirklich exorbitant stark mittlerweile schon ist. Wir haben, ich glaube, was war das? Plus 400 an Durchschnittsschaden mehr, was wir jetzt schon bekommen haben. Und jetzt ist es dann halt auch eben schon bald soweit, dass wir beim nächsten legendären Dungeon, der dann der Winter-Dungeon sein wird, uns dann auch neu equippen werden. Das wird so sein, das wird so kommen. Egal, ob wir Stufe 700 sind oder nicht. Ich werde auf jeden Fall versuchen, alles Mögliche in die Wege zu leiten, wie Regenwasser, dass wir Stufe 700 bis dahin erreichen werden. Ich hoffe, dass wir in der Zwischenzeit noch vielleicht einen mobilen Dungeon oder so einen fahrenden Dungeon nochmal sehen. Das wäre dann nochmal ein bisschen extra XP, was wir bekommen könnten. Und wir haben auch noch einen Schattenweltgegner offen mit dem Sandkastenwurm, der auch sehr machbar ist in der Theorie, sag ich mal. Also das kriegen wir schon hin, wenn wir da ein paar Pilze in die Hand nehmen. Da haben wir auch nochmal 300 Millionen XP, was auf uns wartet. Und ja, ich mache mir dahingehend natürlich ein bisschen Sorgen, dass es knapp werden könnte, weil wir diesen Dungeon jetzt vorgezogen haben. Also der Legendary Dungeon, der sollte jetzt eigentlich noch gar nicht sein in diesem Zeitraum. Der wurde extrem krank vorgezogen und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass halt eben der Winter-LD auch früher sein wird. Deswegen ja, könnte es halt eben ein bisschen knapp werden mit Stufe 700 zum nächsten Dungeon, je nachdem, wann der halt eben kommt. So, da müssen wir halt eben drauf warten und deswegen hoffe ich, dass wir da noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen Zeit haben, beziehungsweise dass noch ein paar Events kommen, wie zum Beispiel der fahrende Dungeon, dass wir da noch ein bisschen XP mit, ja,
mitkriegen können. So, ne? Ja, gucken wir, warten wir ab, wie es wird und wann es denn soweit ist. Ansonsten, ja, war es das erstmal soweit mit dem LD und dem Video hier. Wie gesagt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei, schaut gerne auf Twitch vorbei, da bin ich jetzt wahrscheinlich gerade live und spiele noch meine anderen Accounts hier mit dem Legendary Dungeon durch, da habe ich noch gar nicht großartig weiter reingeschaut und ja, auf dem Main sind wir erstmal soweit fertig. Ich hoffe, bei euch läuft es genauso gut wie bei mir gerade, ich bin sehr zufrieden und ja, wünsche euch auch nur das Beste im LD, dass ihr da relativ günstig, sag ich mal, an eure Items kommt, die ihr euch halt eben wünscht. Alles klar, Leute, passt auf euch auf, haltet die Ohren steif. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.